Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Wir haben heute wieder eine Edition und zwar die Bemina Edition. Ist wieder ein Kundenumbau und zwar eine Ducati Panigale V4S diesmal. Ich würde sagen, wir gehen rein in den Bike Pound und dann sehen wir uns gleich zu den Details. Also hier steht sie, die Bemina Edition. Ist mal so ein bisschen dezenter gehalten. Also nicht unbedingt so eine krasse Farbe, wie wir sonst immer haben. Aber ich finde es trotzdem richtig, richtig geil gelungen. Vor allem, wenn hier so ein bisschen Sonne drauf kommt auf dieses Grau. Sieht es nochmal richtig geil aus. Ich könnte sie vielleicht später auch nochmal komplett hier in die Sonne stellen, damit wir es nochmal sehen. Jetzt schauen wir uns erstmal hier das ganze Bike im Schatten an. Also ich fange wieder an, wie immer mit der Verkleidung. Und zwar ist es eine Superbike-Verkleidung, Lavatex Superbike-Verkleidung von AP Carbon Line. Ist also kein Carbon, sondern hier ein Lavatex. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal vorgestellt hatten. Ich glaube noch nicht. Ist an sich die günstigste Superbike-Verkleidung, die es so gibt auf dem Markt. Superbike-Verkleidung deswegen, weil im Prinzip die Verkleidung 5 cm breiter ist und wirklich den Original Superbike-Dimensionen entspricht. Ich glaube, man kann es hier auch ganz gut erkennen und auch hier bei dem Windshield schaut natürlich ein bisschen anders aus als serienmäßig. Dann foliert hat uns das Ganze wieder der Luis Favela Industries in Frankfurt. Ich gehe mal hier ein bisschen an die Folierung näher ran. Hier ist nochmal das Logo vom Luis. Können wir auch hier hinten nochmal das sehen. Ich mal ein bisschen hier näher an die Farbe ran. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Gehe ich schon mal kurz auf die andere Seite. Dann gehe ich wieder zurück und ich würde sagen, wir starten wie immer vorne. Also wir haben verbaut hier eine TK di Schifreno Bremsscheibe mit 6,0 mm Dicke. Das ist auch wieder das Maximalste, was geht bei dem Sattel. Ich schaue mal, ob ich das hier so ein bisschen drauf kriege. Also wie ihr hier sehen könnt, da ist nicht mehr viel Platz. Also 6,0 mm Dicke bei diesem Bremssattel ist das Maximalste, was geht. Die TK di Schifreno Bremsscheiben haben nochmal 0,5 mm mehr Dicke als Brembo. Deswegen 6,0 mm Dicke, eines der besten Bremsscheiben, die es hier eben für die Ducati gibt. Dann Original Bremssattel haben wir hier noch. Aber ihr seht so ein bisschen in Gold die Magnesiumfelgen von Marchesini. Und zwar sind das die originalen Ducati-Felgen. Haben wir hier auch hinten verbaut. Also die neuen Speichen von Ducati direkt, beziehungsweise es ist ja Magnesium, aber die gibt es nur über Ducati direkt zu bestellen. Genau. Dann bleiben wir weiter vorne. Da haben wir ein Upgrade verbaut. Und zwar ist es hier noch das originale V4S-Fahrwerk, das aber von uns geupgradet wurde. Ich bin echt am Überlegen, ob wir mal ein Video machen sollen, wie wir dieses Fahrwerk hier upgraden, beziehungsweise was wir upgraden und warum. Genau, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch vielleicht interessiert. Dann machen wir dazu gerne mal ein Video. So, wenn wir jetzt schon oben angekommen sind, können wir hier mal auf die linke Seite schauen. Haben wir Jet Prime Blenkerschalter in so einem Titanium Grey. Auch wieder richtig cool. Passt natürlich auch wieder hier zum Lenkungsdämpfer, zur Gabelbrücke. Alles so ein bisschen in Silber gehalten. Dann haben wir hier Jet Prime Kurzhub-Gasgriff, auch wieder mit dem passenden Lenkerschalter drauf. Und daneben die ganz, ganz neue RCS Corsa Corte RR. Also die gefräste Corsa Corte, die es ja jetzt neu gibt. Die einen oder anderen von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Hier hinten habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, dass da leider der Anschluss noch nicht gekommen ist. Also das Bike ist eigentlich zu 99% fertig. Das Einzige, was hier fehlt, ist eben dieser Fernverstelleranschluss für die Bremse. Das hat Bonamici leider noch nicht geliefert. Genau, der wird dann hier eben noch mit dem Bremshebel angeschlossen. Das ist jetzt aber aktuell, wie gesagt, hier noch lose. Der Adapter kommt aber noch. Jedoch wollte ich schon mal das Video machen, weil das Bike jetzt schon rausgeht, auch ohne den Adapter, weil der Kunde natürlich fahren möchte. Genau, deswegen machen wir hier jetzt schon mal das Video.
Dann gehen wir ein bisschen weiter nach oben. Das habe ich eigentlich, glaube ich, noch nie erklärt. Die Superbike-Verkleidung hat ja hier nicht diesen Übergang wie original. Das heißt, auch zum Demontieren ist die Verkleidung super, super schnell. Das heißt, wir machen hier nur die Schnellverschlüsse auf und dann kann schon das komplette Seitenteil von hier bis hier weggenommen werden. Und ich denke, wer die originale Verkleidung kennt, weiß, was für eine Arbeit es ist, die originale Verkleidung draufzubauen oder auch wieder wegzubauen. Da muss man erstmal hier vorne die Schrauben locker machen und dann in diesen Stift reinziehen und alles drum dran. Also die noch eine originale Verkleidung zu Hause haben, wissen, von was ich gerade rede. Ja, die Airbox-Abdeckung ist im Prinzip hier in einem, eben auch so wie in der Superbike. Genau, dann haben wir hier auch wieder Kill-Switch-Button, den werden wir später gleich mal betätigen, weil ihr kriegt natürlich auch noch einen Soundcheck. Genau, Bonamici, Schnellverschluss-Tankdecke, hier auch, glaube ich, kennt oder der eine oder andere auch, ganz einfach. So, muss ich hier wieder mit einer Hand drauf kriegen. So, dann haben wir Superbike Tankhaube in Carbon-Optik, beziehungsweise nicht in Carbon-Optik, sondern das ist echtes Carbon mit den passenden Stompgrips dazu. Superbike Tankhaube deswegen, weil es hier ein bisschen steiler ansteigt als original, bietet ein bisschen mehr, ja, Bremssicherheit bzw. ein bisschen Bremsstabilität. Der eine oder andere mag es, der andere mag es nicht. Das ist, glaube ich, ja, auch Geschmackssache. Dann schauen wir hier ein bisschen nach unten. Spider Racing Fußrastenanlage, die haben wir auch auf der anderen Seite verbaut. Zeige ich euch gleich. Nur jetzt kommen wir noch mal ganz kurz hier zur Akrapovic Auspuffanlage. Die gibt es auch wieder nur über Ducati direkt. Ist aber eine Komplettanlage hier in dem Fall. Das heißt auch die Krümmerrohre hier sind aus Titan. Und ich muss mal schauen, ob ich da vorne vielleicht irgendwie mal, das hier, glaube ich, kann man so ein bisschen reinschauen. Genau, haben wir auch noch den Akrapovic Krümmer. Also es ist eine komplette Titananlage, eben von Acra, die man aber wie gesagt nur über Ducati direkt bekommt. So, hier haben wir jetzt nochmal die Fußrastenanlage von der anderen Seite. Dann hier können wir auch nochmal den Auspuff sehen. Ich kann hier auch nochmal kurz reingehen, damit man es ein bisschen sieht. Tatsächlich war es ein bisschen tricky, die Auspuffanlage hier reinzukriegen, weil es ja eine Superbike-Verkleidung ist. Und die Verkleidung hier ist nicht geeignet im Prinzip für diese Auspuffanlage. Das heißt, wir mussten hier hinten leider ein Stück ausschneiden, damit der Auspuff durchpasst. Aber ihr seht, die Superbike-Verkleidung passt mit ein paar Anpassungen auch eben auf diese Auspuffanlage hier. Genau. Dann das Ganze hier ist ja eine 2020er, glaube ich. Die hatte damals noch nicht diesen Luftschnorchel. Auch bei der Superbike-Verkleidung eben hier diese Kiemen, die 2020er nicht hat, und eben hier den Einlass für den Sensor dann hier hinten. Also da ist ja dann der Gangsensor verbaut, der bei den neuen Modellen da eben belüftet wird. Da wir ja vorne auch das Upgrade gemacht haben, haben wir auch hinten das Upgrade gemacht. Also wir haben hier ein komplett geupgradetes Fahrwerk vorne und hinten. Genau, wie gesagt, wenn ihr es mal sehen wollt, gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann nehmen wir uns da mal Zeit und machen da mal vielleicht ein komplettes Video zur V4 oder zur V4S generell. Genau. Schauen wir ein bisschen nach rechts, haben wir hier verbaut ein Sita Kettenradträger mit Sita Quickfit Sprocket Hub und Sita Kettenrad und auch noch hier vorne dann Sita Ritzel, das sieht man jetzt nicht so gut. Aber ja, Sita Quickfit Sprocket Hub haben wir, glaube ich, bei jeder Edition mittlerweile schon verbaut. Ist wirklich, wirklich super geil zum Wechseln auf der Rennstrecke. Ich habe es auch schon mal in einem Vlog gezeigt im Mugello. Es war so toll. Einfach nur hier die Schrauben um eine halbe Umdrehung öffnen. Kann das Kettenrad rausgenommen werden, das neue Kettenrad reingetan werden. Also das ist wirklich ein Gadget für die Rennstrecke. Eigentlich ein Must-Have. Dann haben wir hier das ERV7-Kette. Komplett neu. Ja, und ich muss sagen, das mit der goldenen Optik sieht schon sehr cool aus. So, das war's dann eigentlich schon. Ich glaube, ich habe keine Teile vergessen. Hoffe ich jetzt mal zumindest. Was man hier natürlich nicht sehen kann, wir haben auch noch ein Mapping bei der Auspuffanlage drauf. Das ist das originale Ducati-Mapping im Prinzip, was mitgeliefert wird bei der Acra-Anlage. Und wir haben hier auch einen Racing-Luftfilter von BMC verbaut diesmal. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier noch einen Soundcheck. Dafür betätigen wir jetzt hier den Kill-Switch-Button. So, ich gehe wie immer hier ein bisschen hinter. Und ich würde sagen, genießt einfach den Sound. So, ich lasse jetzt ein bisschen warm laufen und danach gebe ich noch ein bisschen Gas. So, ich gebe jetzt noch ein bisschen Gas.
Ich bin mir sicher, viele von euch kennen den originalen Accra-Sound, ist aber trotzdem immer wieder schön zu hören. Einfach ein Traum, hier die V4. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal 360 Grad ums Bike rum. Dann könnt ihr hier nochmal die ganzen Details hier vom Bike sehen. Und von jedem, sag ich mal, Blickwinkel. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht bei der Edition was anderes gemacht hättet, ob ihr vielleicht noch was dazu tunen würdet. Da sind wir auf jeden Fall gespannt und freuen uns auch auf eure Meinung. Auch wieder hier aus diesem Blickwinkel. Richtig, richtig nice. Ich hoffe, die Bemina hat euch gefallen. Falls ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.